Ja Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal mit einem neuen Video über Squadbusters. Denn heute werde ich euch 5 Tipps zeigen, damit ihr direkt am Anfang besser werdet in Squadbusters. Und mit ohne irgendwas weiteres würde ich sagen, wir starten mal rein. Als allererstes, was von den meisten wirklich einfach unterschätzt wird, wenn ihr das Beginner-Tutorial gemacht habt, verbindet direkt euren Supercell-Account mit euren Squadbusters-Account. Und dafür gibt es 2 wirklich ultra wichtige Gründe. Als allererstes wird euer Spielstand ja gesichert mit euren Supercell-ID, also ihr könnt es nicht verlieren. Und als zweites bekommt ihr einen gratis epischen Buster, was einfach wirklich einer der stärksten im kompletten Spiel ist. Und dafür, wie gesagt, müsst ihr einfach nur euren Supercell-ID mit euren Account verbinden in den Einstellungen und bam, ihr habt es gratis bekommen. So, und nun seid ihr in Squadbusters drin. Und wie geht's weiter? Dafür kommt jetzt der zweite Tipp. Denn das zweite Tipp ist es einfach, so viele Kisten aufmachen, wie es nur möglich ist. Denn ich finde, die Kisten sind einfach so das große Ding im kompletten Spiel, was gefühlt alles beeinflusst. Denn aus den Kisten bekommt ihr als allererstes die Busters, mit denen ihr neue Charaktere freischalten könnt und eure bestehendes upgraden könnt. Und wenn ihr sie dann upgradet, bekommt ihr Portalenergie, mit denen ihr immer in die nächsten Liga steigen könnt. Ist sozusagen wie ein Trophäenpfad. Und je höher ihr auf diesen Trophäenpfad kommt, desto mehr Belohnungen bekommt ihr und desto mehr Sachen könnt ihr dann freischalten. Denn es gibt auch Busters, die ihr nur dort bekommen könnt, wie zum Beispiel Shelly, Bo und Nita. Und es gibt auch Welten, wo ihr die neue Buster erst da freischalten könnt. Zum Beispiel Mortis im royalen Welt und Penny im Strandwelt. Also stellt sicher, dass ihr so viele Kisten öffnet, wie es nur geht, damit ihr so schnell wie möglich am besten voranschreitet. Aber woher bekommt man Kisten? Ganz einfach. Denn wenn ihr in eine Runde geht, könnt ihr da rechts unten sehen, wie viele Throntickets ihr noch habt. Denn wenn ihr Throntickets habt, dann ist es egal, ob ihr in der Runde gewinnt oder verliert, ihr bekommt am Ende immer eine Truhe. Aber trotzdem, wenn ihr gewinnt, bekommt ihr bessere Belohnungen. Wenn ihr verliert, dann bekommt ihr, naja, nicht so gute Belohnungen. Und ebenso könnt ihr natürlich auch auf dem Trophäenpfad Kisten bekommen und auch auf dem Battle Pass. Und auf dem Battle Pass könnt ihr sogar die Premium-Version kaufen, wo ihr noch mehr Belohnungen bekommt. Und wenn ihr das macht, vergisst nicht meinen Creator-Code PEPPERYOUTUBE einzugeben. Damit unterstützt ihr mich sehr, sehr viel. Also Kuss geht raus an alle, die es machen. Und wenn es nicht mehr geht, dann könnt ihr es auch gerne von meinem Kumpel benutzen, vom Psy. Hier seht ihr seinen Code eingeblendet. Danke, Leute. Alles klar, jetzt wissen wir, wie man auf dem Trophäenpfad so gut und so schnell wie möglich hochkommt. Aber wie kämpft man überhaupt richtig? Ja, dazu gibt es jetzt auch noch 2 weitere Tipps. Das Allerwichtigste ist natürlich, so viele Juwelen einzusammeln, denn wenn ihr die meisten Juwelen habt, dann seid ihr die Gewinner und bekommt dazu richtig viele andere Belohnungen auch noch dazu. Aber damit man auch gut gewinnt, braucht man ja auch ein paar Tipps und dazu kommt hier Tipp Nummer 4 rein, den, wenn ihr Stufe 12 auf den Trophäenfass erreicht habt, bekommt ihr den Kampfrucksack, wo ihr Schlüsseln drin habt. Und mit diesen Schlüsseln könnt ihr auch die Truhen in den Spielen aufmachen, obwohl ihr keine Münzen habt. Ihr klickt einfach auf die Truhe, wählt den Schlüssel aus, geht zu einer Kiste und bam, ihr habt es direkt aufgemacht. Es gibt aber 3 verschiedene Kisten und mit jeder 3 verschiedenen Kisten kann man was anderes machen. Zum Beispiel in der einen kann man einfach nur die Kiste aufmachen, bei den anderen macht man die Kiste auf, kriegt aber einen epischen Charakter und beim dritten bekommt man direkt einen Fusionscharakter. Fusionscharaktere sind einfach die Charaktere, die im Spiel drin sind, aber einfach größer sind wie alle anderen. Also nicht wie alle anderen, sondern das sind die normalen Einheiten, von denen du 3 hast. Wenn ihr 3 habt, wird es zu einem großen, weil es gibt dann auch noch die Mega-Einheiten, die man aber nur aus Glück, soweit ich weiß, aus den Truhen bekommen kann. Aber apropos, wo wir bei den Truhen sind, kommen wir auch direkt zum 5. Tipp, denn die Truhen, wie gesagt, kosten ja was, wenn ihr sie nicht mit dem Schlüssel aufmacht, sondern ganz normal mit den Coins. Aber mit den Coins kostet es auch immer ganz unterschiedlich. Und dazu kommt jetzt dieser Trick ins Spiel, denn jetzt sage ich euch, wie ihr am besten und kostengünstigsten die Truhen bekommt. Denn die Kosten unterscheiden sich sehr stark, wie groß eure Gruppe ist. Nicht wie stark es ist, sondern wirklich wie groß es ist. Denn es liegt an die Anzahl, wie viele Busters ihr in der Truppe drin habt. Nicht wie groß sie sind, sondern wie viele es sind. Deswegen am besten macht ihr so, dass ihr immer Fusionscharaktere nehmt, damit ihr 3 von denen zusammen habt und zu einem großen wird. Denn dann werden die Truhen direkt richtig billiger. Denn so könnt ihr zum Beispiel 4 Fusionsbusters haben, aber trotzdem kosten die Kisten nur 10 und 15 Coins. Und die anderen mit 20 kleinen Busters in deren Truppen müssen für 50 Coins die Kisten kaufen, die einfach übelst teuer sind. Und noch ein kleiner Bonustipp, wenn das Spiel ungefähr noch 1 Minute dauert, dann wartet, bis es wirklich bis zu 1 Minute geht, denn wenn es noch 1 Minute dauert, sind die Kisten episch und können daraus epische Busters herausziehen. Und ja, damit würde ich sagen, das war's mit dem 5 Tipps Video. Wenn ihr Bock habt auf mehr Squadbusters, klickt hier auf das Playlist unter mir. Wir sehen uns dort.